Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung der deutschen Panzerbesatzung bei der Rascht von Mini-A im Maßstab 1:35. Das ist ein ziemlich neues Figurenset, das kam so Mitte des Jahres raus und ich finde, das sind beste Gründe, um das Set mal hier näher zu zeigen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Mini-A-Figuren manchmal ein Volltreffer sind und manchmal sind sie etwas verbesserungsbedürftig. Also das beinhaltet eigentlich nur, dass man bessere Köpfe oder Hände hernimmt. Mich würde es natürlich interessieren, ob das Figurenset hier eigentlich schon gut ist, wie es aus der Schachtel kommt, oder ob man da auch wieder ein bisschen verbessern muss. In der Schachtel findet man einen Beutel, das sind, soweit ich das sehen kann, 2 Gießäste drin. Da muss man eigentlich sich nicht weiter drum fürchten, die Figurenteile gehen nicht wirklich kaputt. Ich finde bloß die Mini-Art-Schachteln, die sind immer ein bisschen lausig, besonders wenn man da mehrere hat davon und das übereinander stapelt, dann kann es leicht passieren, dass diese Schachteln dem Druck irgendwann nicht mehr standhalten. Ist jetzt nicht so ein Problem bei Figuren, aber vielleicht bei anderen Bausätzen von Mini-Art. Ich baue relativ selten Mini-Art-Fahrzeuge, ich kümmere mich eigentlich eher immer um die Figuren und auch die Dioramen. Auf der Rückseite der Schachtel findet man dann die Bauanleitung. Ja, eine richtige Bauanleitung braucht man da eigentlich auch nicht. Das ergibt sich eigentlich aber sollten nur irgendwelche Fragen bestehen, kann man hier nachschauen, welche Teile wohin gehören. Hier unten aber noch eine Farbtabelle. Bezieht sich auf Vallejo, Testors, Tamiya, Humbrol, Revell, Mr. Color, Live Color. Dann noch eine allgemeine Farbangabe. Also falls man Farben verwendet, die überhaupt nicht irgendwie beinhaltet wären. Und hier dann noch irgendwas auf Russisch, was ich nicht verstehe. Ist eigentlich eine schöne Auswahl. Da hat man eigentlich eine Menge mit abgedeckt. Ich habe mich da aber jetzt persönlich immer nicht so genau an diese Farbangaben. Ich bemale halt die Figuren so, wie ich sie immer bemale, wie ich aus der Erfahrung raus meine, dass es am besten aussieht. Hier der erste Gussast. Man sieht, dass die Teile, die zu einer Figur gehören, halt immer in einem Bereich zusammengefasst sind. Deswegen finde ich, dass sich da eine Bauanleitung eigentlich eher übrigt. Trotzdem ist es halt eben abgedruckt auf der Schachtel für alle Fälle. Man sieht, die Figuren sind nicht übermäßig kompliziert. Es ist halt jeweils das Bein, Torso, Arme und ein Kopf. Die Detaillierung ist eigentlich ziemlich ansprechend, vielleicht nicht so scharf, wie man das von anderen Herstellern kennt, aber auf jeden Fall, denke ich, gut genug, wenn man weiß, wie man eine Figur bemalen soll, kann man da auf jeden Fall eine Menge rausholen. Faltenwurf ist ganz schön, die Gesichter sehen eigentlich auch ganz gut aus. Ist halt nur das typische Problem von Figuren im Plastikspritzguss, dass man halt hier zum Beispiel mal so eine hässliche Trennnaht hat. Das einfach entsteht durch die beiden Gussformen. Da ist halt immer ein kleiner Spalt. Das hat man eigentlich dann an jedem Teil. Das ist aber relativ leicht abzukratzen mit einem Messerrücken zum Beispiel. Oder auch mit einer Schleiflatte zu entfernen. Was mir bei Mini-Art immer nicht so gefällt, sind die Hände. Die wirken immer sehr grob. Die Gesichter sind normalerweise auch nicht mehr so toll, aber hier ist eigentlich doch verhältnismäßig gut. Also ich denke, die lassen sich ganz gut verwenden. Sind auch relativ ausdrucksstark. Also ich glaube, da hat Mini-Art doch ein bisschen nachgebessert in der Vergangenheit. Am zweiten Gussage finden wir noch eine Figur und dann das Ferkel, wie man es auch auf der Schachtel sehen kann. Ist recht interessant, aus wie vielen Teilen das Schweinchen hier besteht, immer aus 2 Hälften und Kopf, Schwänzchen, Schnauze und die Ohren sind separat. Das ist eigentlich ganz nett. Hier sind auch so ein paar Passungen, dass das gut zusammenkommt später. Der Faltenwurf ist hier recht interessant am Mantel. Ich finde aber, dass diese Teile hier ein bisschen mehr Arbeit erfordern, wenn man das dann hier anklebt später, weil das muss man auf jeden Fall verspachteln. Dafür hat man natürlich dann eine super Tiefenwirkung. Hier nochmal das Ganze aus der Nähe. Ein bisschen gerade wie immer, aber das ist halt so. Die Leute, die öfter Figuren bauen, kennen das Problem.
und komme damit auch klar. Die Detaillierung von den Figuren ist auf jeden Fall deutlich stärker, wie das bei den älteren Mini-Art-Figuren der Fall ist. Also ich hoffe, Mini-Art geht den Weg weiter und bringt uns weitere interessante Figurensets wie dieses hier in der Zukunft, die einfach ein bisschen andere Posen bieten, die nicht so ausgetreten sind, wie man das vielleicht sonst kennt. Also ich sehe hier auf jeden Fall keinen Grund, irgendwie die Köpfe oder Hände auszutauschen. Das ist alles, finde ich, detailmäßig nur gut verwendbar. Der Bausatz kostet so ungefähr 10 bis 12 Euro, das finde ich angemessen. Man bekommt 5 Figuren und ein Schwein, das ist eigentlich schon ganz gut. Auf der Schachtel sieht man, dass die Soldaten eben diese typische schwarze Panzeruniform tragen. Man kann die aber auch für die Sturmgeschütze verwenden. Sturmgeschützbesatzungen waren nicht Teil der Panzerwaffe, hatten also fettgraue Uniformen und keine schwarzen Uniformen. Das nur so am Rande. Also die lassen sich für Sturmgeschütze auch verwenden oder auch für diverse Panzerhaubitzen. Jo, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt mit den Figuren und freue mich drauf, dass ich die in Zukunft mal verwenden kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.